Hallo Maria, schön dich zu sehen. Hallo Lukas. Ja, das finde ich auch. Wie geht es dir heute? Mir geht es ganz gut, danke. Ich hatte einen langen Arbeitstag, aber jetzt bin ich entspannt. Und dir? Bei mir ist es ähnlich. Die Arbeit war anstrengend, aber jetzt habe ich endlich Zeit für mich. Das kenne ich gut. Was hast du heute bei der Arbeit gemacht? Ich hatte viele Meetings und habe viele E-Mails geschrieben. Am Ende war ich ziemlich müde. Oh ja, E-Mails können sehr anstrengend sein. Ich arbeite im Büro und sitze viel am Computer. Sitzt du den ganzen Tag? Das ist nicht so gesund. Ja, leider. Deshalb gehe ich abends oft spazieren. Das hilft mir sehr. Das ist eine gute Idee. Ich gehe auch gerne spazieren, besonders im Park. Warst du heute schon draußen? Ja, kurz nach der Arbeit. Das Wetter war schön und die Sonne war warm. Das klingt toll. Vielleicht können wir morgen zusammen spazieren gehen. Sehr gerne. Morgen habe ich nach der Arbeit Zeit. Perfekt. Wollen wir uns im Park treffen? Ja, im Park ist es ruhig und grün. Um wie viel Uhr passt es dir? Vielleicht um 18 Uhr, dann bin ich sicher fertig. 18 Uhr ist gut. Ich bringe auch etwas zu trinken mit. Das ist nett von dir. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Es ist schön, Zeit zusammen zu verbringen. Ja, das stimmt. Bis morgen dann. Bis morgen, Maria. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Paul. Du siehst heute müde aus. Ja, ich habe schlecht geschlafen. Ich war lange wach. Oh, warum denn? Ich habe lange am Handy gesessen und Videos geschaut. Das kenne ich. Das Handy ist oft schuld. Ja, das stimmt. Und wie hast du geschlafen? Ganz gut. Ich bin früh ins Bett gegangen und habe ein Buch gelesen. Lesen vor dem Schlafen ist bestimmt besser als das Handy. Ja, das hilft mir, ruhig zu werden. Vielleicht sollte ich das auch ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Welches Buch liest du gern? Ich mag einfache Romane und kurze Geschichten. Ich lese gern Bücher über Reisen und andere Länder. Oh, reist du gerne? Ja, sehr. Ich liebe neue Orte und neue Kulturen. Wohin bist du zuletzt gereist? Letztes Jahr war ich in Italien. Es war wunderschön. Italien möchte ich auch gern sehen. Das Essen ist bestimmt lecker. Ja, Pizza und Pasta sind fantastisch. Vielleicht reisen wir eines Tages zusammen. Das wäre schön. Man kann zusammen viel erleben. Ja, und Erinnerungen sammeln. Genau. Aber jetzt müssen wir erst arbeiten. Leider ja, aber der Tag geht vorbei. Das stimmt. Komm, wir schaffen das. Hallo, Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Ja, der Platz ist frei. Setzen wir sich ruhig. Dankeschön. Es ist heute sehr voll hier. Ja, viele Leute trinken hier nach der Arbeit einen Kaffee. Kommen Sie oft in dieses Café? Ja, fast jeden Tag. Ich mag die ruhige Atmosphäre. Das verstehe ich. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Und wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Der Kaffee schmeckt lecker und die Musik ist angenehm. Ja, das finde ich auch. Was haben Sie bestellt? Einen Cappuccino und ein Stück Kuchen. Und Sie? Ich habe einen Tee und ein kleines Sandwich. Klingt gut. Arbeiten Sie in der Nähe? Ja, mein Büro ist nur 5 Minuten von hier entfernt. Das ist praktisch. Ich arbeite etwas weiter weg. Dann ist dieser Ort perfekt zum Entspannen. Ja, genau das brauche ich heute. Manchmal ist eine kurze Pause sehr wichtig. Da haben Sie recht. Sonst wird man schnell müde. Ja, und gestresst. Ich heiße übrigens Daniel. Freut mich, Daniel. Ich heiße Laura. Freut mich auch, Laura. Guten Abend, Sarah. Wie war dein Tag? Guten Abend, Jonas. Mein Tag war ganz okay, aber ein bisschen stressig. Oh, das klingt nicht so gut. Was ist passiert? Ich hatte viele Aufgaben und wenig Zeit. Alles musste schnell gehen. Das kenne ich gut. Bei mir war es ähnlich. Hast du heute auch lange gearbeitet? Ja, ich war bis 18 Uhr im Büro. Danach war ich sehr müde. Und was hast du dann gemacht?
Ich bin nach Hause gegangen, habe gekocht und ein bisschen Musik gehört. Musik hören hilft mir auch sehr. Welche Musik magst du? Ich höre gern ruhige Musik, besonders am Abend. Ich auch. Am Morgen höre ich eher schnelle Musik. Das ist interessant. Musik kann die Stimmung wirklich ändern. Ja, das stimmt. Hörst du Musik beim Arbeiten? Manchmal, wenn ich mich gut konzentrieren kann. Bei mir geht das nicht. Dann werde ich abgelenkt. Jeder ist anders. Das ist ganz normal. Ja, genau. Was machst du morgen? Morgen arbeite ich nur bis Mittag. Am Nachmittag habe ich frei. Das ist schön. Vielleicht können wir uns treffen. Sehr gerne. Wollen wir etwas trinken gehen? Ja, das wäre toll. Dann schreiben wir später noch. Gute Idee. Bis später. Guten Morgen, Frau Becker. Haben Sie kurz Zeit? Guten Morgen, Herr Klein. Ja, natürlich. Worum geht es? Ich habe eine Frage zu meiner Wohnung. Okay. Was genau möchten Sie wissen? In meiner Küche ist das Licht kaputt. Es geht seit gestern nicht mehr. Haben Sie schon die Glühbirne gewechselt? Ja, das habe ich gemacht, aber es funktioniert trotzdem nicht. Dann liegt es wahrscheinlich an der Lampe oder an den Kabeln. Können Sie jemanden schicken, der das repariert? Ja, das ist kein Problem. Ich rufe den Hausmeister an. Das wäre super. Wissen Sie, wann er Zeit hat? Ich denke, morgen Vormittag. Passt Ihnen das? Ja, morgen bin ich zu Hause. Sehr gut. Dann kommt er zwischen 9 und 11 Uhr. Soll ich etwas vorbereiten? Nein, nur bitte zu Hause sein. In Ordnung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Dafür sind wir da. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Hallo Nina, hast du kurz Zeit zu reden? Hallo Tom. Ja, ich habe Zeit. Was gibt es? Ich wollte dich etwas fragen. Okay, ich höre zu. Ich überlege, einen Deutschkurs zu machen. Das ist eine sehr gute Idee. Warum möchtest du das? Ich möchte besser sprechen und mich sicherer fühlen. Das verstehe ich. Deutsch ist nicht immer einfach. Nein, die Grammatik ist manchmal schwer. Ja, aber mit Übung wird es besser. Hast du auch einen Kurs gemacht? Ja, letztes Jahr. Es hat mir sehr geholfen. Wie oft hattest du Unterricht? 3-mal pro Woche, jeweils 2 Stunden. Das klingt intensiv. War es anstrengend? Ja, ein bisschen. Aber auch sehr interessant. Hast du neue Leute kennengelernt? Ja, viele. Wir haben oft zusammen gelernt. Das klingt motivierend. Ja, gemeinsam lernen macht mehr Spaß. Ich glaube, ich melde mich an. Das freut mich. Wenn du willst, helfe ich dir gern. Danke, das ist sehr nett von dir. Kein Problem. Guten Morgen, Laura. Du bist heute sehr früh hier. Guten Morgen, Stefan. Ja, ich wollte heute früher anfangen. Hast du einen besonderen Grund dafür? Ja, heute Nachmittag habe ich einen Termin und möchte pünktlich gehen. Das verstehe ich gut. Termine nach der Arbeit sind oft stressig. Ja, deshalb plane ich meinen Tag heute sehr genau. Was für einen Termin hast du denn? Ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Oh, das mag ich gar nicht. Ich auch nicht, aber es muss sein. Hast du Zahnschmerzen? Nein, zum Glück nicht. Es ist nur eine Kontrolle. Das ist gut. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig. Ja, das sagt mein Zahnarzt auch immer. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? 2-mal im Jahr. Und du? Auch ungefähr so. Aber ich vergesse oft einen Termin zu machen. Dann erinnert man sich meist erst, wenn es weh tut. Genau so ist es. Und was machst du heute nach der Arbeit? Heute möchte ich nach Hause gehen, kochen und mich ausruhen. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, ich brauche heute etwas Ruhe. Das verstehe ich sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Zahnarzt. Danke dir. Und dir einen ruhigen Abend. Hallo Sophie, hast du kurz Zeit? Hallo Ben. Ja, ich habe Zeit. Was ist los? Ich wollte mit dir über das Wochenende sprechen. Gerne. Hast du schon Pläne? Noch nicht genau. Ich möchte etwas machen, aber nichts Stressiges. Das klingt gut. Ich mag entspannte Wochenenden. Ich auch. Die Woche war sehr anstrengend. Bei mir genauso. Ich war jeden Tag müde. Hast du eine Idee, was wir machen könnten? Vielleicht einen Spaziergang oder einen kleinen Ausflug? Ein Ausflug klingt gut, aber nicht zu weit. Ja,
Vielleicht in einen Park oder an einen See. Ein See wäre schön, wenn das Wetter gut ist. Laut Wettergericht soll es sonnig sein. Perfekt. Dann könnten wir etwas zu essen mitnehmen. Ja, ein kleines Picknick. Magst du lieber süßes oder herzhaftes Essen? Beides, aber eher herzhaft. Dann mache ich Sandwiches. Das ist lieb von dir. Ich bringe Getränke mit. Super. Wann sollen wir losfahren? Vielleicht am Samstag gegen 10 Uhr. Das passt mir gut. Mir auch. Dann haben wir den ganzen Tag. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Das wird bestimmt schön. Guten Tag. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Guten Tag. Ja, gerne. Wobei kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Geschenk für meine Schwester. Okay. Wie alt ist Ihre Schwester? Sie ist 25 Jahre alt. Und was mag sie gern? Sie liest viel und trinkt gerne Kaffee. Dann haben wir hier ein paar schöne Ideen. Das wäre toll, ich bin etwas ratlos. Kein Problem. Wie viel möchten Sie ausgeben? Vielleicht ungefähr 20 Euro? In Ordnung. Hier haben wir schöne Tassen und auch Bücher. Die Tassen sehen sehr schön aus. Ja, sie sind sehr beliebt. Und die Bücher? Sind das Romane? Ja, einfache Romane und auch kurze Geschichten. Das passt gut zu ihr. Möchten Sie lieber ein Buch oder eine Tasse? Vielleicht beides, wenn es möglich ist. Ja, das geht. Dieses Set hier kostet genau 20 Euro. Perfekt, das nehme ich. Möchten Sie es als Geschenk verpacken lassen? Ja, bitte, das wäre sehr nett. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Guten Abend. Ich habe eine Reservierung. Guten Abend. Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Wagner. Einen Moment bitte. Ja, ich habe Ihre Reservierung gefunden. Sehr gut. Sie haben ein Einzelzimmer für 3 Nächte gebucht. Ja, das ist richtig. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Ja, hier bitte. Vielen Dank. Ich trage Ihre Daten kurz ein. Kein Problem. Ihr Zimmer ist im 2. Stock. Gibt es einen Aufzug? Ja, der Aufzug ist gleich rechts. Danke. Wann ist das Frühstück? Das Frühstück ist von 7 bis 9 Uhr. Und wo findet es statt? Im Frühstücksraum im Erdgeschoss. Gibt es auch WLAN im Hotel? Ja, natürlich. Das Passwort steht auf Ihrer Zimmerkarte. Sehr gut. Gibt es Restaurants in der Nähe? Ja, mehrere. Ich kann Ihnen welche empfehlen. Das wäre sehr hilfreich. Gerne. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. You can listen to these dialogues in other languages using the links in the description.